Es war mir sehr wichtig, für meine Debüt-CD ein persönliches Programm zu entwickeln, mit Komponisten und vor allem Stücken, die mir jetzt sehr nah sind und von Komponisten, die auch in einem vergleichbaren Alter waren, damals, als sie es geschrieben haben, als ich jetzt. Und daher habe ich versucht, eine persönliche Verbindung herzustellen. Ich glaube, das Thema Schlaf und Träumen im Allgemeinen ist jetzt sehr wichtig, weil natürlich diese Komponisten noch jung waren und auch selber noch viel mehr Fantasien hatten oder vielleicht noch manchmal ein bisschen naiv sind. Das hört man auch bei manchen frühen Liedern. Und Sibelius zum Beispiel, der komponiert quasi in Visionen. Das sind immer solche Riesenthemen und Erscheinungen. Und Schumann hat viel mehr kleine Miniaturen geschrieben. Und es braucht auch eine andere Atmosphäre von uns als Musiker. Ganz besonders interessant ist es, dass es von einigen Komponisten auf der Platte so die allerersten Gehversuche gibt. Also so der 15-jährige Alban Berg, der sein Lied schreibt und denkt, hoppla, oh, das könnte was werden für mich in meinem Leben. Oder auch bei Sibelius ist es so, also so das Stolpern über das Kunstlied und das Ausprobieren und dann, wenn man weiß, wie viele Lieder Grieg geschrieben hat, Schumann natürlich mit 400 oder auch Berg, wo das in seinem Werk einen ganz wichtigen Platz hat. Das ist ganz wunderbar anrührend zu sehen auf dieser Platte, finde ich. Berg hat ja eigentlich zu der Zeit überhaupt nur Lieder geschrieben. Ja. Und ist erst viel später zu der Instrumentalmusik gekommen. Deswegen finde ich das ganz spannend. Ich habe schon ganz früh eigentlich eine Liebe für die schwedische Sprache entwickelt, noch bevor ich angefangen habe zu singen, weil diese Sprache für mich so musikalisch und so emotional ist. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt diese Sibelius-Stücke auf der CD drauf haben. Obwohl Sibelius natürlich ein Finne war, war Schwedisch seine Muttersprache und das ist wahnsinnig spannend, diese Reise durch Skandinavien. Es ist für uns, sagen wir mal, vom deutschsprachigen CD-Markt ist es auch sehr interessant, denn Sibelius ist weder im Konzerthaus noch auf CDs eigentlich überhaupt präsent. Und dass man immer, das ist eine Aufgabe, finde ich, auch der CD-Gestaltung, dass man Dinge integriert, die es sozusagen notwendig haben, damit sie nicht ganz verloren gehen. Und wenn man sich anschaut, dass es kaum möglich ist, in den Bibliotheken der Hochschulen und der Universitäten Lieder von Sibelius zu kriegen, ist es ein Zeichen dafür natürlich, dass er quasi überhaupt nicht aufgeführt wird. Und die Lieder sind so gleichrangig wie etablierte Komponisten, dass es ganz wichtig ist. Wie wir uns kennengelernt haben, das ist eigentlich ein klassischer Fall, dass ich ein Konzert vorbereitet habe mit den Faustszenen von Schumann in der Klavierfassung und mir ein Bariton abgesprungen ist und eine gemeinsame Freundin, Anna Lucia Richter, hat mir ganz dringend den Raul ans Herz gelegt. Er hat gesagt, ich habe einen Freund in Holland, ganz jung, interessiert sich sehr für das Lied an sich und würde das machen. Und dann ist er gekommen, ein kleines Konzert in München. Es war einfach unglaublich, es war großartig, auch angesichts der Tatsache, dass er wirklich noch sehr jung war. Ich weiß nicht, 22, 23. Es war wirklich großartig. Und für mich ist immer natürlich, ich begleite doch viele Liedsänger und wenn jemand in so jungem Alter eine solche Begeisterung für das Lied zeigt, dann bin ich sowieso immer Feuer und Flamme. Und dann habe ich auch gehofft, er würde sich vielleicht nochmal rühren und sagt, vielleicht machen wir was Kleines in Holland und dann versuchen wir was Kleines in München und jetzt mittlerweile in Wien. Und jetzt sind wir so weit, dass wir irgendwie die ganzen holländischen Städte abklappern, was für mich großartig ist, weil es so schöne Städte sind und weil ich so gerne hier bin. Ja, und es war für mich natürlich eine Riesenehre und wahnsinnige Freude, mit Gerold zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich glaube, wir haben uns schon ziemlich schnell verstanden und ganz viel Neues geplant.
Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass du jetzt auf meiner ersten CD dabei bist. Morgen steh ich auf und frage, kommt feins Liebchen heut? Abends hink ich hin und klage, ausblieb sie auch heut, auch